Die Leser von Armbanduhren und Armbanduhrenonline.de haben dieses Jahr die Breitling Superchronomat zur Uhr des Jahres gewählt. Sie konnte sich bei der Abstimmung gegen die 24 weiteren nominierten Modelle durchsetzen. Die Superchronomat ist 2 mm größer als die kurz vorher veröffentlichte Neuauflage der Chronomat. Mit nunmehr 44 mm und geschärftem Profil ist sie nichts für schmale Handgelenke. In diesem Video schauen wir uns die blaue Ausführung an. Die gezeigte Breitling Superchronomat mit blauem Zifferblatt hat eine Drehlünette mit Keramikeinlage und aufgesetzten, verschraubten Reitern. Neben der Chronographenfunktion bietet das Zifferblatt außerdem eine Datumsanzeige. Ein roter Stoppsekundenzeiger mit Breitling-Logo als Gegengewicht hebt sich vom blauen Zifferblatt ab. Im Inneren arbeitet das hauseigene Manufakturkaliber B01 von Breitling. Und wie durch den Sichtboden auf der Rückseite zu erkennen, bietet es einen automatischen Aufzug. 47 Lagersteine sorgen für eine reibungslose Funktion, die bei Vollaufzug des Federhauses übrigens für bis zu 70 Stunden aufrechterhalten werden kann. Das Werk ist bei der COSC als Chronometer zertifiziert, läuft also besonders genau. Das satinierte Gehäuse mit Kronenschutz ist tadellos verarbeitet. Um den Chronographen in Betrieb zu nehmen, müssen zuerst die Drücker aufgeschraubt werden. Das macht die Konstruktion zwar besonders robust, aber auch etwas weniger alltagstauglich, da der Chronograph nicht immer sofort einsatzbereit ist. Dank Schaltrad und vertikaler Kupplung gibt es an der Funktionalität des oft gelobten B01 von Breitling nichts zu meckern. Nach einer Zifferblattumrundung des Chronographen-Sekundenzeigers springt der Minutenzähler pünktlich um. Auf dem Reot der Superchronomat befindet sich eine Tachymeterskala, die das Messen von Geschwindigkeiten über eine bekannte Distanz erlaubt. Besonders schön ist der Blick durch die Lupe. Die aufgesetzten Indexbalken und Zeiger mit eingelegtem Leuchtmittel sind gefasst und spiegelglatt poliert. Der Chronographen-Sekundenzeiger ist rot lackiert und auch er leuchtet an der Spitze im Dunkeln nach. Der subtile Sonnenschliff des Zifferblatts und die weiß abgesetzten und ausgedrehten Totalisatoren sind über jeden Zweifel erhaben. Auch in den Nahaufnahmen konnten wir keine Mängel in der Verarbeitung feststellen. Hier seht ihr, welche Partien des Zifferblatts und der Lünette mit Leuchtmittel belegt sind und nachleuchten. Wie gesagt, vom Start der Chronographenfunktion müssen zuerst die Drücker aufgeschraubt werden. Die vertikale Kupplung sorgt beim Aktivieren des Zeitschreibers für einen butterweichen Start des Sekundenzählers. Dank dem Sichtboden kann auch das Schaltrad bei der Arbeit bewundert werden. Hier seht ihr jeweils Start, Stopp und Rückstellen des Chronographen durch die Makrolinse. Und ganz nah, Start, Stopp und Zurückstellen des Chronographen. Die Krone des Superchronomat ist genau wie die Drücker verschraubt und mit Keramik verkleidet. Wie es sich für eine Sportuhr gehört, ist die Superchronomat natürlich wasserdicht, bis zu einem Druck von 20 bar. Damit ist sie für die meisten Wassersportarten geeignet. Zum Schwimmen und Schnorcheln reicht das auf jeden Fall. Bevor es jedoch ins Wasser geht, bitte nicht vergessen, die Krone wieder zuzuschrauben. Die Lünette der Superchronomat ist nur gegen den Uhrzeigersinn drehbar und eine komplexe Konstruktion aus mehr als 20 Einzelteilen. Dazu zählen die 12 Schrauben und die Reiter bei 0, 15, 30 und 45. Diese sind seit 1984 fester Bestandteil der Chronomat. Und das Besondere ist, dass die Reiter bei 15 und 45 nach Belieben getauscht werden können, sodass entweder eine Countdown-Lünette oder eine Taucherlünette vorliegt. So viel Nutzen und das verwendete Manufakturkaliber haben ihren Preis, der ganz schön hoch angesetzt ist. Das hier gezeigte Einstiegsmodell der Superchronomat kostet 8.100 €. Am Rouleau-Gliederband kostet das Modell sogar 8.700 €. Habt ihr auch bei der Leserwahl mitgemacht oder sogar für die Breitling gestimmt? Sagt uns gerne eure Meinung in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal.
Vielen Dank fürs Zuschauen.